fragst du dich auch manchmal, wie fit bin ich eigentlich wirklich? Und natürlich, da gibt es diese tollen Bluttests, mit denen man feststellen kann, wie das biologische Alter sich zum chronologischen Alter verhält. Aber du kannst auch ganz einfache Tests zu Hause machen. Und die sind auch sehr aussagekräftig, weil bei denen nämlich meistens mehrere Körpersysteme beteiligt sind. Also zum Beispiel die Muskulatur, die Gelenke, das Herz-Kreislauf-System und so weiter. Und von daher geben die schon eine ganz gute Indikation, in welche Richtung es gerade geht. Probier doch gleich mal mit mir den Sitz-Steh-Test. Dazu auf einer ebenen Fläche stehen und dann möglichst ohne Zuhilfenahme der Hände sich auf den Boden hinsetzen und wieder aufstehen. Also du kannst die Füße verkreuzen oder auch nicht. Ich verkreuze gerne meine Hände, weil dann nehme ich sie tendenziell nicht her. Und dann einfach hinsetzen und wieder aufstehen. Bei dem Test gibt es im Endeffekt maximal 10 Punkte. Jedes Mal, wenn du dich in irgendeiner Form abstützt oder irgendwas zur Hilfe nimmst, wie den Stuhl, wird ein Punkt abgezogen. Dazu gab es eine relativ große Studie mit über 2000 Leuten, die daran teilgenommen haben. Und dabei kam heraus, dass Leute, die eben ein Testergebnis von nur 0 bis 3 hatten, ein 5-fach höheres Risiko des vorzeitigen Todes hatten im Vergleich zu denjenigen, die ein Testergebnis von 8 bis 10 hatten. Somit probierst du es selber mal aus. Und wenn es nicht so ausgefallen ist, wie du es dir gerne gedacht hättest, dann kannst du es natürlich üben. Erstmal eben sich hinsetzen und dann mit Zuhilfenahme der Hand oder eines Stuhl wieder hochkommen. Und jeden Tag einfach nur ein paar Minuten. Es braucht ja nicht viel. Und auf Dauer wird dein Testergebnis besser, aber eben auch deine Muskulatur wird stärker, deine Gelenke werden besser. Und damit ist dann auch eben dieses Risiko eines Sturzes oder auch, dass man eben selbstständig nicht mehr hochkommt, wenn man hinfällt, geringer. Ein weiterer wirklich einfacher Test ist der Balance-Test oder Gleichgewichtstest. Dazu stellst du dich auf einer ebenen Fläche einfach nur auf ein Bein und bleibst auf dem einen Bein stehen, so lange wie es halt geht. Also wir Frauen so zwischen 40 und 50 sollten schon so 30 bis 40 Sekunden auf einem Bein stehen können. Auf jeden Fall dann auch aufs andere Bein wechseln und das auch mal testen, um zu sehen, ob beide Beine ungefähr ähnlich sind, zumindest von der Zeit. Oder ob es da große Asymmetrien gibt. Das kann darauf hindeuten, dass entweder vielleicht früher Verletzungen in irgendeiner Form da waren oder dass eben eine starke Asymmetrie im Körper besteht, die man vielleicht dann doch ausgleichen sollte. Warum ist das Gleichgewicht so wichtig? Desto älter wir werden, desto schlechter wird das Gleichgewicht und damit steigt natürlich das Risiko zu stürzen. Und der Sturz mag vielleicht selber gar nicht so schlimm sein, aber dadurch, dass man sich dann nicht mehr bewegen kann, dann nimmt die Muskulatur noch mehr ab und dann können auch noch andere Krankheiten folgen. Plus, man wird natürlich immer abhängiger von anderen. Somit ist es schon auch wichtig, sich möglichst das Gleichgewicht möglichst lange ins Alter rein zu bewahren. Jetzt kommt der Test, den ich am wenigsten mag. Und zwar der Liegestütze-Test. Das heißt, wie viele Liegestütze kannst du am Stück machen? Wir Frauen zwischen 40 und 50 sollten zwischen 6 und 12 Liegestütze als Durchschnitt können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mir damit extrem schwer. Ich habe aber anscheinend auch nicht viel Kraft, so generell im Oberkörper. Und bin ja schon seit ein paar Monaten im Fitnessstudio und trainiere jetzt wirklich seit bestimmt 4 Wochen in die Richtung Calisthenics und somit auch Liegestütze und tue mir immer noch extrem schwer damit. Mal gucken, wie viel ich heute schaffe. Also Liegestütze wurden schon in mehreren Studien als einfacher Indikator für Fitness- und Gesundheitsrisiken untersucht. Es gab aber eine relativ große Studie mit über 1100 aktiven Feuerwehrleuten, die über 10 Jahre begleitet wurden. Und dabei wurde festgestellt, dass diejenigen, die 40 Liegestütze und mehr machen konnten, ein 96% reduziertes Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten im Vergleich zu denjenigen, die unter 10 Liegestütze machen konnten. Heißt das jetzt, wir müssen 40 Liegestütze am Stück können? Nein, sicherlich nicht. Aber es ist halt dann doch ein ganz guter Indikator für die allgemeine Fitness und die allgemeine Gesundheit. Also das waren zumindest jetzt mal 10 Stück, aber es fällt mir schon immer noch sehr schwer. Also ich bin mal gespannt, wann ich es mal schaffe, wirklich 20 am Stück in perfekter Form hinzukriegen. Und wenn du eben daran arbeiten möchtest, dann macht es immer Sinn, erst mit den einfacheren Varianten anzufangen, wie zum Beispiel Wall-Push-Ups oder in dem Falle Terrassengeländer-Push-Ups. Und desto höher die Arme sind, desto einfacher ist es. Und eben erstmal daran zu arbeiten und eben die Wiederholungen zu erhöhen und erst dann auf die schwierigeren Varianten zu gehen, wie zum Beispiel in dem Falle hier zum Beispiel eine Ebene niedriger zu gehen oder die Couch zu benutzen oder einen Stuhl zu benutzen.
bis du dann am Boden bist. Am Boden dann vielleicht noch die Knie benutzen, bis du die richtige Variante machst. Weil es macht auf jeden Fall immer Sinn, mit den Basics anzufangen. Daran arbeite ich jetzt auch erstmal, dass ich sozusagen die einfachen Varianten in perfekter Form mit genug Wiederholungen hinkriege, um mich dann hochzuarbeiten. Weil wenn man eben die schwierigeren Varianten mit schlechter Form macht, dann kommt man einfach nicht weiter. Ein weiterer Test, den man auch relativ einfach machen kann, für die Griffstärke, ist der Dead Hang. Natürlich braucht man dazu eine Stange. Zu Hause habe ich leider keine Stange, die ist nur im Gym. Aber die Griffstärke ist auch extrem wichtig und sagt sehr viel aus über die Gesamtmuskelkraft und Funktion der Körpersysteme. Es gibt Geräte, die die Muskelkraft messen können, sowas habe ich auch nicht. Aber eben der Dead Hang oder auch der Farmer's Carry sind gute Indikationen, wie stark die Griffkraft ist. Und besonders, desto älter man wird, kann ein Nachlassen der Griffkraft darauf hindeuten, dass es zum Muskelabbau kommt. Und häufig ist es eben dann so, dass die Griffkraft zuerst aussetzt, bevor eigentlich andere Muskelgruppen, die könnten eigentlich noch, aber die Griffkraft reicht eben nicht. Und deswegen trainiere ich jetzt gerade den Dead Hang. Am Anfang habe ich, glaube ich, ungefähr 15 Sekunden geschafft, mit meinem eigenen Körpergewicht an der Stange zu hängen. Das sieht immer so einfach aus, aber ja, ist nicht so einfach. Jetzt arbeite ich mich langsam hoch. Ich glaube, jetzt bin ich so ungefähr bei 45 Sekunden. Wir Frauen zwischen 40 und 50 sollten schon 45 bis 60 Sekunden dranhängen können. 90 Sekunden sind dann super. Mal sehen, wann ich das schaffe, dorthin zu kommen. Und, hast du die Tests ausprobiert? Wie ist es dir dabei ergangen? War das Ergebnis so, wie du es erwartet hast, oder eher ganz anders? Also ich habe für mich festgestellt, dass meine Balance eigentlich wirklich ganz gut ist, dass es mir aber so ein bisschen an Kraft mangelt, so im Oberkörper bei den Liegestützen, wie auch bei der Griffstärke, bei diesen Dead Hangs. Und daran möchte ich jetzt die nächsten paar Wochen arbeiten, weil ja in der Perimenopause oder in den Wechseljahren tendenziell durch die Abnahme des Östrogens auch die Muskeln abnehmen. Und da möchte ich lieber dran arbeiten, noch eher Muskeln aufzubauen. Und das werde ich jetzt mit Calisthenics machen, also heißt mit Körpergewichtsübungen, eben sowas in die Richtung wie die Liegestütze oder Dead Hang oder Klimmzüge, also mich hinarbeiten zu den Klimmzügen hoffentlich, weil da eben immer gleich ganze Muskelgruppen trainiert werden und nicht nur so isoliert einzelne Muskeln. Hinterlass mir doch einen Kommentar, wie es dir in den Tests ergangen ist. Noch ein Hinweis, dieses Video dient rein der Information und stellt keine medizinische Beratung, Behandlung oder Diagnose dar. Dazu bitte zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen. Und die Umsetzung aller von mir vorgestellten Tipps erfolgt auf eigene Verantwortung.